Video zeigen wir euch, wie ihr dieses kleine Deko-Mützchen machen könnt. Viel Spaß! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Für dieses Do-it-yourself benötigt ihr eine Toilettenrolle, dann verschiedene Farben Wolle und für dieses braucht eigentlich nur eine, aber ihr könnt natürlich auch eine buntere Variation machen. Und dann braucht ihr noch eine Schere. Und das ist auch schon alles. Also lasst uns loslegen. So, als erstes habe ich mit einem Stift für euch angezeigt, wo ihr die Toilettenrolle durchschneiden müsst. Denn eigentlich braucht ihr das nicht abzuzeichnen. Ihr könnt das so auf Gefühl machen. Aber wenn ihr es lieber habt, könnt ihr es natürlich auch abzeichnen. Und dann habe ich die Toilettenrolle platt gedrückt. Dann so geht das alles ein bisschen einfacher. Und dann habe ich das mit einer Schere abgeschnitten. Also durchgeschnitten, damit ihr so ein Ding kriegt. Und dann habe ich den noch ein bisschen geformt, damit es echt ein Kreis ist. Und dann habe ich die lilane Wolle genommen. Und da habe ich dann Fäden von der ca. 20 cm Länge abgeschnitten. Und dann so 40, 50 von dieser. Das dauert eine Weile, aber eigentlich ist das ganz entspannt. Und wenn man sich ein bisschen Weihnachtsmusik anmacht, geht das natürlich alles noch schneller und besser. Also als erstes habe ich den Faden doppelt gefalten und dann entsteht an der anderen Seite eine Schlaufe. Und dann habe ich die Enden von diesem Faden durch die Schlaufe gezogen und dann angezogen. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, dann könnt ihr das jetzt gleich nochmal sehen. Also ich habe einen Faden genommen, dann habe ich die Enden also nebeneinander gelegt. An der anderen Seite entstand dann eine Schlaufe. Also halt wie wenn man den Faden die Außenenden aneinander legt. Dann steht also an der anderen Seite, wie ihr seht, eine Art Schlaufe. Die holt ihr wieder durch den Kartonring, also die Toilettenrolle. Und da macht ihr die Außenenden dann über die Außenseite durch die Schlaufe. Also ich glaube, ihr könnt das, wenn ihr das jetzt nachmacht, ich glaube, ihr kriegt das ganz einfach hin. Es war gar nicht schwer und es ist halt ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, wenn ihr das ein paar Mal anguckt, dann kriegt ihr das auch hin. Und ja, das habe ich dann jetzt nochmal gemacht, also dann zeige ich das noch einmal und dann habe ich das halt die ganze Rolle rundherum gemacht. Also ich wollte mal fragen, welche Videos ihr am meisten feiert, also lieber Do-it-yourself oder Deko-Ideen oder vielleicht was ganz anderes, zum Beispiel Frisuren. Ich drücke mal hier oben auf das i, da mache ich mal eine Umfrage und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal abstimmt, was ihr am schönsten findet. So, jetzt habe ich das Ganze sogar rumherum gemacht, also immer wieder schlaufen und dann habe ich die Fäden nochmal also gerade nebeneinander gemacht, damit die nicht im Wirrwarr durcheinander lagen. Dann habe ich noch ein kleineres Stück Wolle abgeschnitten und das habe ich jetzt mit lila gemacht. Ihr könnt natürlich auch ein schönes glitzernden Faden nehmen oder einen mit einer Glocke dran, genau, ganz wie ihr wollt. Und dann habe ich den obersten Zipfel halt damit zusammengeknotet und wenn ihr den Knoten anzieht, je strammer ihr es anzieht, desto mehr wird der Bommel oben dran auseinandergezogen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber wenn ihr das zusammenknotet, dann werdet ihr es selber merken. Und ja, da habe ich einen Doppelknoten reingemacht und dann die Zipfel noch abgeschnitten, also die Enden. Und das war's auch schon. Und ich zeige euch jetzt 3 Sachen, die ihr damit machen könnt. Und im 9. Türchen findet ihr dann noch eine schöne Dekoration, die ihr mit so einem Mützchen machen könnt. Also als erstes haben wir unser Schneemann aufgesetzt. Und dazu haben wir auch ein Video gemacht. Drückt mal auf das i. Und dann als Eierwärmer kann man es natürlich auch benutzen. Oder auf eine Flasche, zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk. Das war unser Video. Hier links oben findet ihr unser letztes Video. Und hier rechts unten könnt ihr abonnieren, damit ihr kein Adventsvideo mehr verpasst. Fröhliche Weihnachten!